Hast du dich jemals gefragt, warum Gegensätze existieren? Warum gibt es Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass, heiß und kalt? Die hermetische Lehre des Polaritätsprinzips besagt, dass Gegensätze nicht wirklich getrennt sind, sondern zwei Extreme derselben Sache. Kälte ist nur die Abwesenheit von Wärme. Dunkelheit ist nur das Fehlen von Licht. Doch wenn das stimmt, bedeutet das, dass wir unsere Wahrnehmung verändern können, um unser Leben positiv zu beeinflussen. Dieses Prinzip ist überall im Universum sichtbar, in der Natur, in unseren Gedanken und Emotionen. Aber was bedeutet das für dich? Wenn Gegensätze nur zwei Seiten derselben Energie sind, wie kannst du dieses Wissen nutzen, um dein eigenes Leben zu verbessern? In diesem Video tauchen wir tief in das Gesetz der Polarität ein und entdecken, wie du die Dualität des Lebens meistern kannst. Das Prinzip der Polarität ist eines der 7 hermetischen Gesetze und besagt, dass alles in der Natur zwei Pole hat. Diese Pole erscheinen als Gegensätze, sind aber in Wirklichkeit nur zwei Extreme derselben Sache. Das bedeutet, dass Gegensätze nicht wirklich getrennt sind. Sie existieren auf demselben Kontinuum und sind untrennbar miteinander verbunden. Ein Beispiel dafür ist Hitze und Kälte. Gibt es einen klaren Punkt, an dem heiß aufhört und kalt beginnt? Nein, es gibt nur eine graduelle Veränderung. Dasselbe gilt für Licht und Dunkelheit. Dunkelheit ist einfach die Abwesenheit von Licht. Diese Gegensätze existieren nur in Relation zueinander. Ohne Dunkelheit könnte Licht nicht erkannt werden. Das gleiche Prinzip gilt für Emotionen. Liebe und Hass scheinen sich zu widersprechen, doch in der Realität sind sie eng miteinander verbunden. Ein Mensch kann von tiefer Liebe zu starkem Hass wechseln, wenn sich die Bedingungen ändern. Tatsächlich sind sie zwei Pole derselben Emotion, intensive Energie, die je nach Wahrnehmung in die eine oder andere Richtung gelenkt wird. Das Gesetz der Polarität ist überall in unserem Leben zu finden. Freude und Trauer, Erfolg und Misserfolg, Mut und Angst, Hoffnung und Verzweiflung. Wie beeinflusst uns das Gesetz der Polarität? Das Gesetz zeigt uns, dass wir unsere Wahrnehmung verändern können. Wenn wir erkennen, dass Gegensätze nur zwei verschiedene Ausprägungen derselben Energie sind, gewinnen wir eine neue Perspektive auf das Leben. Anstatt uns von negativen Situationen herunterziehen zu lassen, können wir lernen, sie als Teil eines größeren Prozesses zu sehen. Ein Beispiel: Ein Rückschlag ist nicht das Ende, sondern der Anfang von Wachstum. Jemand, der eine Niederlage als totalen Misserfolg sieht, wird entmutigt sein. Doch jemand, der erkennt, dass Erfolg und Misserfolg nur zwei Pole desselben Kontinuums sind, wird weitermachen, weil er weiß, dass Erfolg nur ein paar Schritte weiter liegt. Wenn du die Welt durch das Gesetz der Polarität verstehst, kannst du negative Erfahrungen in Lernmöglichkeiten umwandeln, deine Emotionen bewusster steuern, verstehen, dass nichts absolut gut oder schlecht ist. Es kommt auf die Perspektive an. Die Verbindung zur modernen Wissenschaft. Auch die Wissenschaft bestätigt das hermetische Prinzip der Polarität. In der Quantenphysik zeigt sich, dass Teilchen sowohl Wellen als auch feste Objekte sein können, abhängig von der Beobachtung. Das bedeutet, dass die Realität nicht starr ist, sondern sich je nach Wahrnehmung verändert. Ebenso funktioniert unser Gehirn nach dem Prinzip der Polarität. Neuroplastizität zeigt, dass unsere Gedanken unsere neuronalen Verbindungen formen. Wenn wir negative Muster erkennen und bewusst eine positive Richtung einschlagen, können wir unser Denken dauerhaft verändern. Das Gesetz der Polarität lehrt uns, dass wir nicht Opfer der Umstände sind. Wir haben die Wahl, welchen Pol wir in unserem Leben verstärken. Im nächsten Abschnitt sehen wir uns an, wie wir dieses Wissen nutzen können, um bewusst unser Leben zu gestalten. Das Gesetz der Polarität zeigt uns, dass Gegensätze nicht wirklich getrennt sind, sondern dass sie zwei Extreme derselben Energie darstellen. Wenn wir das verstehen, können wir unser Leben bewusster gestalten.
Aber wie können wir Gegensätze in Balance bringen und innere Harmonie finden? Erste, die Macht der Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung bestimmt, wie wir die Welt sehen. Wenn wir eine Situation als schlecht bewerten, fühlen wir uns negativ. Doch wenn wir verstehen, dass alles eine Frage der Perspektive ist, können wir den positiven Aspekt jeder Erfahrung erkennen. Beispiel: Eine Herausforderung kann als Hindernis oder als Wachstumschance gesehen werden. Erfolgreiche Menschen nutzen Rückschläge als Lektionen, anstatt sich von ihnen entmutigen zu lassen. Übung: Denke an eine schwierige Situation in deinem Leben. Frage dich, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich dies nutzen, um zu wachsen? Ist es wirklich negativ oder sehe ich es nur so? Zweite, die Kraft der Neutralität. Das Gesetz der Polarität zeigt uns, dass alles relativ ist. Wenn wir uns von Extremen distanzieren und in der Mitte bleiben, finden wir innere Ruhe. Das nennt man den neutralen Punkt, ein Zustand des inneren Gleichgewichts. Beispiel: In Diskussionen verlieren sich viele Menschen in richtig oder falsch denken. Doch die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Wer sich emotional von den Extremen löst, kann klarer denken und bessere Entscheidungen treffen. Übung: Versuche in emotionalen Momenten bewusst einen Schritt zurückzutreten. Beobachte deine Gedanken, ohne sofort zu reagieren. Frage dich: Ist das wirklich ein Problem oder mache ich es zu einem? Dritte, die Verbindung von Gegensätzen erkennen. Wenn Gegensätze zwei Seiten derselben Energie sind, bedeutet das, dass wir sie miteinander verbinden können. Das Ziel ist nicht, eine Seite zu unterdrücken, sondern beide in Harmonie zu bringen. Beispiel: Mut und Angst sind keine Gegensätze. Angst kann Mut erzeugen. Jemand, der sich seiner Angst stellt, entwickelt Mut. Übung: Denke an eine Eigenschaft, die du in dir ablehnst. Frage dich: Hat diese Eigenschaft auch positive Seiten? Versuche, sie in einer neuen Perspektive zu sehen. 4. Meditation und Achtsamkeit zur Balance. Eine der besten Methoden, um innere Gegensätze auszugleichen, ist Meditation. Wenn wir regelmäßig meditieren, lernen wir, unsere Gedanken bewusst wahrzunehmen und negative Muster aufzulösen. Übung: Setze dich an einen ruhigen Ort. Atme tief ein und aus. Stelle dir vor, dass sich zwei gegensätzliche Kräfte in dir ausgleichen: Licht und Dunkelheit, Ruhe und Energie. 5. Emotionale Kontrolle durch das Gesetz der Polarität. Wenn wir verstehen, dass Emotionen nur Extreme derselben Energie sind, können wir sie besser steuern. Ein Gefühl ist nur so stark wie die Bedeutung, die wir ihm geben. Beispiel: Wut ist oft eine umgeleitete Form von Schmerz oder Angst. Wenn wir das erkennen, können wir unsere Reaktionen besser kontrollieren. Übung: Wenn du dich von einer Emotion überwältigt fühlst, frage dich: Woher kommt dieses Gefühl? Kann ich es in etwas Positives umwandeln? Fazit: Das Gesetz der Polarität hilft uns, bewusster mit Gegensätzen umzugehen und unser Leben in Balance zu bringen. Im nächsten Abschnitt erforschen wir, wie wir dieses Wissen praktisch nutzen können, um unser Leben nachhaltig zu verändern. Das Gesetz der Polarität lehrt uns, dass Gegensätze nicht wirklich getrennt sind, sondern zwei Seiten derselben Realität darstellen. Wenn wir das verstehen, können wir beginnen, diese Erkenntnis bewusst für unser eigenes Wachstum zu nutzen. Doch wie können wir das in die Praxis umsetzen? Erste, die bewusste Umkehrung von Polaritäten. Da Gegensätze nur verschiedene Extreme derselben Sache sind, bedeutet das, dass wir bewusst von einem Pol zum anderen wechseln können. Negativität kann in Positivität verwandelt werden, Angst in Mut, Zweifel in Klarheit. Beispiel: Ein Mensch, der sich schwach fühlt, kann erkennen, dass Schwäche nur eine Abwesenheit von Stärke ist. Indem er bewusst die Polarität verändert, durch Training, mentale Stärkung oder neue Erfahrungen, kann er von einem Zustand in den anderen wechseln. Übung:
Identifiziere einen negativen Zustand, den du loswerden möchtest. Frage dich, was ist das Gegenteil davon? Überlege, welche kleinen Schritte dich in Richtung der positiven Polarität bringen können. 2. Die Macht der Sprache und Gedanken nutzen. Unsere Sprache und unsere Gedanken haben eine enorme Wirkung auf unser Unterbewusstsein. Wenn wir uns ständig sagen, ich bin nicht gut genug, dann verstärken wir diese Polarität. Doch wenn wir bewusst positive Formulierungen wählen, können wir unseren Fokus verschieben. Beispiel, statt zu sagen, ich habe Angst zu versagen, sage, ich lerne aus jeder Erfahrung und wachse daran. Übung. Ersetze negative Gedanken bewusst durch positive Affirmationen. Achte darauf, wie du über dich selbst sprichst. Worte formen deine Realität. 3. Die Balance zwischen Gegensätzen finden. Anstatt einen Pol zu vermeiden oder zu unterdrücken, ist es effektiver, eine Balance zwischen beiden zu finden. Das bedeutet, dass wir die Mitte zwischen zwei Extremen suchen, das Prinzip des inneren Gleichgewichts. Beispiel: Ein übermäßiges Streben nach Perfektion kann zu Stress führen. Doch wenn wir das Gegenteil, Nachlässigkeit, ebenfalls vermeiden, finden wir eine gesunde Balance zwischen Anstrengung und Akzeptanz. Übung. Überlege, in welchen Bereichen deines Lebens du extreme Sichtweisen hast. Versuche, einen Ausgleich zu schaffen, anstatt von einem Extrem ins andere zu fallen. 4. Emotionen bewusst steuern. Jede Emotion existiert auf einer Skala und wir können lernen, wo wir uns auf dieser Skala befinden und bewusst in eine positivere Richtung zu gehen. Beispiel: Traurigkeit und Freude sind keine festen Zustände, sondern dynamische Zustände, die sich je nach unserem Fokus verschieben können. Wenn wir erkennen, dass Traurigkeit nur die Abwesenheit von Freude ist, können wir lernen, aktiv nach freudvollen Momenten zu suchen. Übung. Wenn du dich schlecht fühlst, stelle dir die Frage: Was könnte ich jetzt tun, um meine Schwingung zu erhöhen? Höre Musik, meditiere, bewege dich, finde Wege, um deine Energie bewusst zu verändern. 5. Handlung: Anpassen, um Polarität bewusst zu nutzen. Nicht nur unsere Gedanken, sondern auch unsere Handlungen können dabei helfen, von einem Pol zum anderen zu wechseln. Durch bewusste Handlungen programmieren wir unser Unterbewusstsein um. Beispiel: Wenn jemand oft zögert und Angst hat, Entscheidungen zu treffen, kann er sich bewusst dazu zwingen, schneller zu handeln, selbst wenn es nur kleine Entscheidungen sind. Übung. Identifiziere eine Eigenschaft, die du in dir verändern möchtest. Finde eine kleine Handlung, die dich in die gewünschte Richtung bewegt. Wiederhole diese Handlung regelmäßig, bis sie zur neuen Normalität wird. Fazit: Das Gesetz der Polarität ist kein starres Konzept, sondern ein dynamisches Prinzip, das uns ermöglicht, bewusst von einem Zustand in den anderen zu wechseln. Sobald wir erkennen, dass wir nicht an einen bestimmten Zustand gebunden sind, können wir unser Leben aktiv gestalten. Das Gesetz der Polarität zeigt uns, dass Gegensätze nicht wirklich getrennt sind. Sie sind zwei Seiten derselben Energie. Licht und Dunkelheit, Erfolg und Misserfolg, Freude und Schmerz sind keine absoluten Zustände, sondern Übergänge. Wenn wir verstehen, dass wir bewusst von einem Pol zum anderen wechseln können, gewinnen wir die Kontrolle über unser Leben. Du hast die Macht, deine Wahrnehmung zu ändern und deine Realität aktiv zu gestalten. Welche Polarität möchtest du in deinem Leben verändern? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen.